Also es gab insgesamt mehrere Faktoren, was dazu geführt hat, dass die Band so nicht mehr bestand oder aufgelöst wurde. Ähm, Jörn mit seiner Krankheit war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt. Aber es gab eben auch so innerhalb der Band sehr unterschiedliche Motivationen. Also so das Hauptding in der Band war ja auch, es gab dieses Casting mit Jörn, es gab plötzlich einen Plattendeal, wir nehmen ein Album auf. Wir waren als Band noch gar nicht so weit, dass wir irgendwie großartig miteinander gewachsen sind. Und plötzlich war Plattenfirma dahinter und das Album war raus und es ging halt alles irgendwie so. Und wir haben auf Wacken gespielt. Ja, krass. Wo kam das jetzt her? Und innerhalb der Band gab es aber sehr unterschiedliche Motivationen. Einige haben es eher so hobbymäßig gemacht. Die hatten halt ihren anderen Beruf noch. Andere wollten eher hoch hinaus oder es eben hauptberuflich machen. Von daher war es ab einem gewissen Punkt abzusehen, dass es so nicht funktioniert. Einfach weil es nicht so ineinander griff. Plus Krankheit. Und das war auf jeden Fall, es ist schon eine sehr traurige Geschichte, glaube ich, für alle. Dass die Band sich dann irgendwann aufgelöst hat, ja, weil auf der einen Seite fühlte ich mich irgendwie nicht mehr als Musiker. Ich habe irgendwie mein inneres Ich verloren, weil ich habe mich mein Leben lang als Gitarrist angesehen und ich war eigentlich, Gitarre spielen war für mich nicht nur, ich spiele in einer Band, sondern es war für mich wie eine Meditation. Ich habe mein ganzes Leben lang Gitarre gespielt, um meine Ruhe zu finden. Und das war dann auch alles weg. Und ich musste mich quasi komplett neu erfinden. Und hatte da halt mit mir selbst viel zu tun. Und dann war das natürlich aber auch so, dass die Band im Studio, die war, ich habe halt die coolsten Leute, die ich kannte, gefragt, habt ihr Bock, die Sachen im Studio einzuspielen? Das war aber keine feste Band, ja, sondern der Mirko, der Schauter, ja, den wollte ich unbedingt als Schauter haben, weil ich finde den Kerl einfach mega. So die Stimme, die Shouts, das ist einfach mal ganz, ganz, ganz weit vorne. Aber Mirko hatte auch gesagt eigentlich, pass auf, ich höre eigentlich ganz andere Musik, mit Klassik hatte ich eigentlich gar nichts am Hut. Ich finde das Projekt aber geil, ich möchte mitmachen. Hat aber von Anfang an gesagt, ich habe so einen geilen Job, ne, ich habe wenig Zeit. Da muss man sich irgendwie drauf einstellen. Und das war dann bei dem Drummer von der Thorsten Harnitz, der hatte seine Band Crystal Greed, wohnt in Hannover. Er hat auch gesagt, den finde ich total geil, müssen wir mal gucken, wie das geht. Ne? Aber er muss dann auch bezahlt werden. Gelebt hat als Musiker davon. Dirk Schlechter als Basser, die Gamma Ray war für ihn seine Band. Also das war immer Fokus, das ist auch klar. Und so zog sich das halt immer durch. Mikes Trimborn hatte dann auch seine Band, Syndemic. Und war dann aber auch als Berufsmusiker darauf angewiesen, bezahlt zu werden. Also hatte ich immer das Problem, ich musste immer alles bezahlen. Aber sie hatten immer nur Zeit, wenn sie mal Zeit hatten. Und somit waren da dann natürlich schon viele Schwierigkeiten vorprogrammiert. Ja, und dann kamen natürlich auch noch so ein paar Sachen, die lernt man erst, wenn die Band auf Tour geht. Wenn die Konzerte gespielt werden. Wie harmonieren wir eigentlich zusammen? Sind wir eigentlich ein Team oder sind wir ein zusammengewürfelter Haufen? So, und das kristallisierte sich dann heraus. Also es ist auch auf der Bühne nicht perfekt gewesen. Der ein oder andere verstand sich vielleicht doch nicht so gut mit dem und die Harmonie stimmte nicht so ganz. Und das dann auch mit im Zusammenhang mit meiner Hand, da ging irgendwann einfach nicht mehr. Damit musste ich mich irgendwie erstmal mit auseinandersetzen. Und in der ersten Zeit, weil weißt du, da fängt alles so schön an und dann hat man da plötzlich so ein Problem irgendwie. Man macht erstmal irgendwie weiter. Aber das war schon eine ziemlich harte Nummer. Also ich hatte nicht mehr so diese Energie, das immer wieder irgendwie zu versuchen und ich war zu sehr mit mir selber beschäftigt dann halt auch. Ne? Und dann kam immer mehr Ärger und Frustration, auch innerhalb der Band natürlich, ne? Weil ich auch nicht richtig einsatzbereit war und vielleicht auch irgendwie nicht mehr so sicher war als Musiker. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, das geht so nicht mehr. Ne? Und die
Plattenfirma hat dann aber auch gesagt, nein, so geht das nicht. So können wir das nicht weitermachen. So, weil das wirkt auch auf der Bühne nicht. Wir hatten ja auch das große Problem, das haben wir dann auch erst später gesehen, wir haben 3 Sänger und keiner spielt ein Instrument. Und wenn der singt und der andere auf der Bühne weiß nicht, was er machen soll und dann muss er dann hier noch schnell vielleicht doch noch mal kurz einen Part einsingen und das war noch nicht richtig ausgewogen so und das muss irgendwie, das passte alles nicht und irgendwann habe ich gesagt, okay, hier, ich brauche einen Cut, ich muss erstmal zu mir selber finden